Hallo und herzlich willkommen zurück in der Brickworld. Heute Update 44 schon. Und ja, ich glaube selber kaum, wir haben inzwischen die 2800 Abonnenten durchbrochen. Also wir sind Hunderte dazugekommen in den letzten Tagen. Vor allem auch dank Bevins Bricks und seinem Video über meine Stadt. Und ja, das 2500 Abonnenten-Special wird wahrscheinlich eher ein 3000er Abonnenten-Special, denn ich habe noch nicht alle Steine da. Eine Lieferung ist gekommen, es fehlt noch eine andere aus Dänemark. Die kommt vermutlich morgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wahrscheinlich können wir dann irgendwann nächste Woche das große Thema angehen, je nachdem, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Ich werde jetzt einfach, glaube ich, dort so ein 3000er Abonnenten-Special draus machen, anstatt einem 2500er. Passt einfach besser, denke ich, mit dem Zeitpunkt. Und ansonsten, heute werden wir woanders weiterbauen. One small information for the English-speaking fans. Just make sure to activate the subtitles below to understand the following video. Thank you. So, und heute bauen wir hier vorne weiter. Das heutige Video aus der Brickworld entstand mit freundlicher Unterstützung von boni.tv. Dort gibt es kostenlose Gutscheine und Cashback für mehr als 2700 Online-Shops. Und kleiner Tipp am Rande, ihr findet dort auch den einen oder anderen Gutschein für Freunde von Klemmbausteinen. Vielen Dank nochmal. Bevor wir jetzt mit dem Bauen anfangen, noch ein kurzer Blick auf aktuelle Bestellungen. Unter anderem habe ich dieses schöne Paket bekommen, in dem sich hauptsächlich diese 1x2x5er in Rot befinden als Stützelemente. Das sind, glaube ich, ungefähr 600 Stück. War ein wirklich guter Preis. Ich weiß ihn selber nicht mehr genau, aber er war gut. Und ansonsten kam heute noch diese Tüte. Ich schütte das Ganze mal aus. Wer auf meinem neuen Instagram-Account ist, ich werde ihn unten in den Kommentaren verlinken, beziehungsweise in der Beschreibung des Videos, hat das wahrscheinlich schon gesehen. Das sind jede Menge Teile in diesem, ich glaube, es ist Dark Green, wenn ich mich nicht irre. Das alles hat seinen Grund für einen Teil, das ich plane, für das 2500er bzw. 3000er Abo-Special. Wir haben ja alles Mögliche in Dark Green. Ihr könnt ja gerne mal darüber spekulieren in den Kommentaren, was das hier eigentlich darstellen soll. Und jetzt fangen wir gleich an, vorne am Fluss weiterzubauen. Und hier sehen wir den allerersten Schritt für das neue Modul hier vorne. Ich habe jetzt erstmal einige Stützen eingebaut, das hat schon einige Steine gekostet, um hier oben die grundsätzliche Form zu kriegen von dem, was ich mir vorstelle, um hier vorne weiterzubauen. Hier ist es weiter vorne, weil wir hier ja noch unseren Weg an der Küste, an Küste ist es ja gar nicht, ist es ja ein Fluss, hier am Hang entlang haben werden, damit man eben auch hier an alles rankommt. Und hier wird die Straße nach vorne gehen. Ich habe jetzt hier ein Stückchen gebaut, beziehungsweise aus einem anderen Modul herausgenommen, das wir nicht mehr gebraucht haben, aus dem alten Seitenstraßenmodul. Und sehr viel weiter werde ich die Brücke heute vermutlich auch nicht bauen, weil die Brücke selber ist heute nicht Thema des Ganzen, sondern wirklich nur hier die Felswand und der Übergang nach hier unten. Und hier unten werde ich ein bisschen die Stütze bauen, wie das Ganze hier am Felsen befestigt sein soll. Aber das ist dann jetzt sozusagen das, worum es heute geht. Ich baue ein bisschen weiter und dann schauen wir gleich, wie es wieder aussieht. Und bevor ich jetzt anfange, hier alles langsam zu verkleiden, wollte ich euch nochmal einen Blick darauf werfen lassen, wie die ganze Stützkonstruktion jetzt hier final aussieht. Das hier ist schon der Beginn der eigentlichen Brücke, wobei auch das alles nicht mehr später zu sehen sein wird. Auch das hier, diese runden Steine sind nicht dazu da, um später gesehen zu werden. Ihr werdet dann noch sehen, warum die genau an dieser Stelle hier sind und was es damit auf sich hat. Aber ich habe hier einiges an Steinen verbraucht. Ich hatte ja mehrere von diesen Beuteln hier. Ein ganzer Beutel ist dafür jetzt schon draufgegangen und davon auch noch ein bisschen. Also wir haben hier einiges an Stützkonstruktion. Aber ich dachte mir, ich baue lieber ein paar Stützen mehr, damit es wirklich stabil ist, bevor mir am Ende irgendwann das Ganze zusammenbricht. Vor allem, weil ja auch dann noch die Brücke darauf belasten wird. Und ja, jetzt beginne ich gleich damit, hier langsam an den Felsen ein bisschen zu arbeiten, an der eigentlichen Brückenunterkonstruktion und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergegangen ist. So, damit habe ich ein wenig an der Grundkonstruktion des Auflegers für diese Brücke weitergearbeitet. Man sieht jetzt sehr gut, dass die runden Teile hinter diesem Konstrukt verschwunden sind. Das heißt, die runden Teile, das waren die hier, sind einfach nur da gewesen, um das Ganze in die Form zu bringen. Wir werden es dann später noch mit Teils bedecken, so wie es da hinten, ich versuche mal ein bisschen ran zu zoomen,
am Rundturm gemacht habe. Das ist ungefähr die gleiche Technik. Und genau das gleiche werde ich auch hier vorne machen. Und ja, hier ist schon ein bisschen mehr gebaut. Ich fange jetzt einfach mal an, ein wenig am Felsen zu arbeiten. Und dann schauen wir gleich nochmal, wie das Ganze sich dann in den Felsen einfügt. Und so sieht das Ganze deutlich verkleideter aus. Ich habe jetzt ziemlich viel von der Felswand nach oben gezogen. Also hier vorne haben wir alles. Hier den Übergang zum bisherigen Modul auch. Ich kann das mal testweise hier ein bisschen ranschieben. Das heißt, der Übergang ist sehr schön gestaltet, finde ich meiner Meinung nach. Also man sieht wirklich nicht genau, wo die Kante ist, wenn man es nicht wüsste. Und ja, ich muss jetzt hier diese Lücke noch schließen. Das ist ja Teil der eigentlichen Brückenkonstruktion schon. Ob ich jetzt hier noch weiterbaue heute, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden wir hier unten noch das Wasser bis nach vorne ziehen, denke ich, damit es einfach einheitlicher und hübscher aussieht. Und dann oben noch ein bisschen vom Brückenanfang bauen. Und ja, ich mache weiter. Wir sehen uns gleich. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist das ganze Wasser hier gefliest. Wir haben wieder die schönen verschiedenen Farben unter den Fliesen, um eben die verschiedenen Wassertiefen zu simulieren. Und ich werde jetzt das Ganze hier noch ein bisschen hier unten begrünen. Und dann bauen wir oben noch ein bisschen was, damit wir unser gebautes Straßenteil zumindest so weit wie jetzt möglich hier einlegen können. Und dann sind wir fast schon am Ende für heute. Also, kurzer Cut und gleich seht ihr, wie das Ganze hier fast final aussieht. Und mit diesen Bildern sind wir für heute fertig in der Brickworld. Ich habe es begrünt. Ich habe hier oben die Brücke, soweit wie wir sie jetzt nach vorne ziehen können, fertiggestellt. Damit habe ich auch das Design für die Brücke entworfen. Das heißt, wir nehmen ein Designmuster weiter, das wir hier an der Seite schon hatten, ein bisschen, was wir hier allgemein hier haben, mit diesen Grautönen und diesem Sandgreen. Hier drüben ist noch nicht so viel passiert, hier nur ein bisschen von dem Muster für die Brücke, weil hier ist ja allgemein noch nicht so viel passiert, weil wir auch hier oben noch alles bauen müssen. Aber das hier alleine waren jetzt schon mehrere Stunden Arbeit. Ich glaube, es dauerte ungefähr 5 Stunden, das hier zu entwickeln. Aber ich finde, das Ergebnis ist es auf jeden Fall wert. Mir gefällt es sehr gut. Wir können mal hier noch ein paar Detailaufnahmen machen. Und dann schauen wir uns hier noch mal ein bisschen von unten an. Das ist der Auflieger sozusagen für die Brücke, die in den Fels gehauen wurde, auf dem eben auf dieser Seite die Brücke aufliegt. Irgendwann werden wir dann hier vorne noch einen Stützpfeiler bauen, der dann sozusagen mitten im Fluss steht. Und dann die Brücke fertig bauen. Wann genau das passieren wird, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall durch dieses Modul jetzt hier vorne, in dieser Ecke, in der ja in letzter Zeit sehr viel passiert ist, nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Mir gefällt's, ich hoffe, euch gefällt's auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt und was wir in der nächsten Zeit hier machen sollen, wie wir da hinten weiterbauen können, etc. etc. Und ansonsten, nächstes Mal werden wir, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob wir dann schon das 3000er Special machen, das ursprünglich das 2500er Special war, oder noch was anderes machen. Bleibt gespannt, ich bin selber gespannt, ich habe mehrere Ideen, ich muss schauen, was sich auch zeitlich umsetzen lässt, weil das momentan die letzten Ausgaben doch deutlich viel mehr Zeit gekostet haben, als ich dachte. Aber genug der Worte, ich freue mich über jeden Kommentar, wie gesagt, und habt Spaß beim selber bauen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank für eure Treue und auf ganz wichtig natürlich, bleibt gesund, tschüss!